Was ist eure Lieblingswanderung im Erzgebirge? Diese Frage habe ich euch in meinem letzten Video gestellt. Danke für die vielen guten Vorschläge. Sven hatte einen ganz besonderen und genau den habe ich heute für euch ausprobiert. Es stellt sich dabei nämlich eine Frage. Was haben Blutwurst, Schokolade, Bismarck und eine Wanderung durch wildromantische Natur gemeinsam? Blutwurst, Schokolade, Bismarck und wildromantische Natur. Zugegeben, diese Kombination klingt zunächst etwas sonderbar. Doch genau daraus setzt sich unsere heutige Wanderung zusammen. Reizvolle Orte, herrliche Ausblicke und Geschichten zum Schmunzeln säumen unseren Weg. Die Erklärung für diesen ungewöhnlichen Mix ist eigentlich ganz einfach und genau das macht ihn so spannend. Begleitet mich auf einer ausgesprochen abwechslungsreichen und interessanten Tour abseits der großen Wege. Die pragmatischste Frage, die ihr euch jetzt ganz gewiss alle stellt, lautet natürlich: Wie erreichen wir den Ausgangspunkt für diesen bunten Mix? Ich habe die Erzgebirgsbahn als ausgesprochen bequemes Verkehrsmittel vorgezogen und mich ganz gemütlich bis nach Thermalbad Wiesenbad chauffieren lassen. Am Bahnsteig angekommen, solltet ihr unbedingt noch einen Blick auf die historische hölzerne Fußgängerüberführung werfen. Schade, dass sie nicht mehr in Betrieb ist, aber umso schöner, dass sie erhalten geblieben und nicht dem Abriss zum Opfer gefallen ist. Wer jedoch lieber aufs Auto setzt, kein Problem. Direkt unterhalb des Haltepunktes gibt es ausreichende Parkplätze. Und damit das sprichwörtliche Kraut auch wirklich schön fett wird, selbst eine Anreise mit dem Bus ist problemlos möglich. Ganz gleich wie ihr anreist, zunächst überqueren wir die B101 und folgen ihr rund 150 Meter. Noch bevor die Straße die Bahntrasse unterquert, werden wir bereits wieder vom Straßenverkehr erlöst, indem wir rechts in diese kleine Einfahrt abbiegen und die ersten Wanderhinweise entdecken. Zunächst orientieren wir uns an der ausgeschilderten Richtung Neuendorf-Wiesa. Dieser kleinen Zufahrtsstraße folgen wir allerdings ebenfalls nur ein kurzes Stück, ehe wir links abbiegen und den ehemaligen Mühlgraben überqueren. Doch was erspäht unser Auge auf dem nächsten Wegweiser? Schokoladenfelsen? Nichts wie hin, würde ich sagen. Doch Spaß beiseite. Jetzt sollten wir nicht nur an kulinarische Genüsse denken, sondern vielmehr die Köstlichkeiten der Natur genießen. Biegen wir nach wenigen Metern für ein kurzes Stück links ab. Die GPS-Daten zum Download findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wartet bereits das erste geschichtsträchtige Kleinod auf uns. Ein schöner, aus Sandstein gehauener Obelisk, den bis heute ein dickes Geheimnis umgibt. Von der Inschrift ist lediglich der Erinnerung gewidmet erhalten geblieben. Und genau hier beginnt es spannend zu werden. Trotz mehrerer Stunden Recherche bin ich lediglich auf eine mündlich überlieferte Sage gestoßen. Ihr zufolge wurden im 18. Jahrhundert an dieser Stelle 2 Kinder vom Blitz erschlagen. Weiß jemand von euch genaueres, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich bin selbst ausgesprochen neugierig. Nachdenklich kehren wir auf unseren Wanderweg zurück, queren ihn jedoch gleich wieder und folgen dem schmalen Pfad auf der gegenüberliegenden Seite. Und dort landen wir, ja, ihr habt richtig gehört, am Blutwurstfelsen. Er steht inzwischen unter Naturschutz. Früher wurde hier der sogenannte Wurststein gebrochen. Beim Schleifen erinnerte das Gestein an das Aussehen von Blutwurst und der Name war geboren. 1994 entstand auf der Erhebung außerdem ein Rastplatz, der Blaue Pilz. Allein wie ihr seht, ist inzwischen alles ziemlich zugewachsen.
Deshalb gehen wir weiter. Von den beiden Möglichkeiten habe ich den Pfad hinunter in Richtung der ehemaligen Badmühle gewählt. Schon bald erreichen wir die kleine Straße mit dem vielsagenden und eigentlich logischen Namen Mühle. So idyllisch die Wohnlage auch sein mag, wir halten uns hier nicht lange auf, sondern folgen dem links von uns gemütlich dahin plätschernden Mühlgraben. Diesen überqueren wir schon nach kurzer Zeit und treffen erneut auf mehrere offizielle Wanderwege, darunter den Kurort-Rundweg. Was soll ich sagen? Die wunderbare Natur nimmt uns in ihre Arme, verwöhnt uns mit ihrer Ruhe und, aufgepasst rechts oben, mit einem ersten Blick auf das Butterfassmassiv. Ihr merkt schon, heute klingt vieles erstaunlich kulinarisch. Bleibt also neugierig, denn die eine oder andere Überraschung wartet noch auf uns. Die Eisenbahnbrücke unterquert, trennen sich unsere Wege. Wir wählen den rechten, leicht abwärts führenden Pfad, überqueren noch einmal den Mühlgraben und stoßen auf die Tschobau. Diesen Fluss haben wir auf früheren Wanderungen flussabwärts bereits gut kennengelernt und, ich gebe es gerne zu, auch lieb gewonnen. Am Wegweiser angekommen, könnte der eine oder andere nun ins Grübeln geraten. Der Hinweis zum Schokoladenfelsen, unserem nächsten Zwischenziel, zeigt nach links. Wir hingegen halten uns zunächst nach rechts und folgen noch ein Stück dem Kurortrundweg. Schon nach wenigen Metern verwandelt sich dieser in einen schmalen Wiesenpfad, der ausgesprochen angenehm zu laufen ist. Vorbei an der saftig grünen Wiese genießen wir die Ruhe. Lediglich nach kräftigem Regen könnte es hier unten etwas feucht an den Füßen werden. Was ich allerdings nicht finden konnte, war der Schandstein. Was es mit ihm auf sich hat, darüber klärt uns ein, man darf wohl sagen, höchst amüsantes Hinweisschild auf. So viel jedenfalls zu der weit verbreiteten These, früher seien alle Menschen ausschließlich anständig und moralisch gewesen. Dieses kurze Stück direkt an der Tschobau entlang hat es mir besonders angetan. Wasser besitzt einfach seinen ganz eigenen Reiz. Und bemerkenswert ist dabei, wie schmal die Tschobau hier oben noch ist. Kaum zu glauben, dass daraus später einmal ein doch recht beachtlicher Fluss wird. Ihr habt die Straße erspäht? Keine Panik. Wir benutzen sie nicht einmal 100 Meter und schwenken anschließend links wieder in den Wald ein. Nun geht es den Seitesgrund hinauf in Richtung Neuendorf. Auch wenn der Weg zunächst recht breit erscheint, gäbe es hier durchaus Interessantes zu entdecken. Doch frei nach Loriot, früher war mehr Lametta, denn genau diesen Eindruck könnte man hier beinahe gewinnen. Schon dieses Schild deutet darauf hin. Einheimische, mit denen ich gesprochen habe, erzählten mir, dass man hier früher ohne große Mühe höchst interessante Steine finden konnte. Seit einigen Jahren sei das jedoch Geschichte. Hatte Opa Hoppenstedt also vielleicht doch recht? Aber ob steinreich oder nicht, viel wichtiger ist doch unsere Gesundheit und Wohlergehen. Und was könnte es Schöneres geben, als durch unser traumhaftes Erzgebirge zu wandern? Besonders gefallen hat mir dieser Abschnitt, als sich der Wald langsam lichtet und einer herrlichen Bergwiese Platz macht.
Fast wie auf Bestellung stoßen wir auf die erste Bank. Und besser hätte es wohl kein Drehbuch schreiben können. Der morgendliche Dunst beginnt sich langsam zu heben und als Belohnung eröffnet sich uns der erste Blick auf den markanten Pöhlberg bei Annaberg. Genug geschaut und bewundert, wir setzen unseren Weg fort. Schon nach wenigen Schritten weist uns der nächste Wegweiser nach links, weiter in Richtung Neuendorf. Ein kleines Stück müssen wir zwar noch bergauf, werden dafür aber mit herrlichen Ausblicken auf unser zauberhaftes Erzgebirge belohnt, ehe wir, zumindest höhenmäßig, den Höhepunkt unserer heutigen Wanderung erreichen. Hinunter läuft es sich bekanntlich deutlich leichter. Neuendorf wartet bereits auf uns, auch wenn die Ziege offenbar völlig unbeeindruckt davon ist, dass wir es bis hierher geschafft haben. Umso herzlicher empfängt uns dieses kleine, gemütliche Erzgebirgsdorf mit seinen liebevoll gepflegten Häusern und Anwesen. Einmal heißt es allerdings gut aufpassen. Wir biegen links in diesen schmalen, unscheinbaren Schotterweg ein. Am Ende erwartet uns eine gepflegte Schutzhütte, die förmlich zu einer kleinen Rast oder einem Picknick einlädt. Wobei Mitesser bekommt hier offenbar eine ganz neue Bedeutung. Immerhin zeigt sich der Pöhlberg von hier zumindest noch von der Seite gut. Die Stromleitung stören den Anblick. Aber Strom gehört nun einmal zu unserem modernen Leben. Ganz ohne ihn würde heute wohl nur noch wenig funktionieren. Gut gestärkt nehmen wir den Weg wieder unter unsere Füße. Zur Linken begleiten uns herrliche Felder. Zur Rechten schweift der Blick weit über die Landschaft. Ich glaube, diesen Ausblick muss ich gar nicht groß kommentieren. Er spricht schlichtweg für sich. Es ist einfach traumhaft schön, unser Erzgebirge. Doch, was taucht denn dort plötzlich auf? Dieses Anwesen wirkt auf mich wie die pure Idylle. Oder sollte ich besser sagen, eine Einsiedelei wie aus dem Bilderbuch mit bester Aussicht inklusive. An der Baumreihe auf der rechten Seite, die die Felder voneinander trennt, heißt es noch einmal Acht geben. Ich war zunächst selbst etwas skeptisch, doch die GPS-Daten sprechen eine eindeutige Sprache. Der Weg führt tatsächlich direkt hinter den Bäumen über das Feld. Also nur Mut, wir sind richtig. Die eigentliche Frage lautet vielmehr, warum steht hier kein Wegweiser mehr? Oder hat hier früher einmal einer gestanden und jemand hat sich daran gestört? Am Ende des Feldes führt schließlich ein kleiner Pfad zurück in den Wald. Allzu weit müssen wir nicht gehen, bis uns die nächsten Wanderwegweiser endgültig bestätigen. Trotz der Wiese befinden wir uns weiterhin auf dem richtigen und damit offiziellen Wanderweg. Dann öffnet sich der Wald, oder besser gesagt, er wurde abgeholzt. So unerquicklich dieser Anblick zunächst auch sein mag, hat er zumindest in diesem konkreten Fall einen kleinen positiven Nebeneffekt. Plötzlich eröffnen sich erste schöne Ausblicke hinunter auf unseren Kurort und weit hinein ins Schobautal. Nur noch wenige Schritte trennen uns nun von einem weiteren Höhepunkt der heutigen Wanderung. Nach dem Blutwurstfelsen erreichen wir jetzt den Schokoladenfelsen mit seiner schönen Schutzhütte bzw. das Butterfassmassiv. Man mag es kaum glauben. Bereits 1872 wurde der Schokoladenfelsen in einem Wanderführer erwähnt. Irgendwie drängt sich inzwischen der Eindruck auf, als hätte sich diese Wanderung heimlich zu einer kulinarischen Entdeckungstour entwickelt. Ganz so abwegig ist dieser Gedanke tatsächlich nicht.
Da Zahnersatz allerdings inzwischen ein recht kostspieliges Vergnügen geworden ist, würde ich euch vom Probieren des Felsens vorsichtshalber abraten und stattdessen lieber 3 Geschichten erzählen, wie der Schokoladenfelsen zu seinem wirklich originellen Namen gekommen sein soll. Version 1: Kinder aus dem damaligen Wiesenbad fanden auf dem Aussichtspunkt von Kurgästen weggeworfenes Schokoladenpapier. Version 2: Wanderfreudige Kurgäste ließen ihr Gepäck von Wiesenbader Kindern bis hier herauftragen und bedanken sich mit einem Stück Schokolade. Und schließlich Version 3: Das beim Schürfen gefundene Eisenerz erinnert mit seiner rotbraunen Farbe an Schokolade. Welche dieser Geschichten haltet ihr für die wahrscheinlichste? Oder kennt ihr vielleicht sogar noch eine ganz andere Überlieferung? Schreibt es gern unten in die Kommentare. Wie auch immer, ob Zartbitter, Vollmilch oder Nussschokolade, die Felsen selbst sind auf jeden Fall ausgesprochen sehenswert. Für Freunde des Klettersports gibt es übrigens gleich 2 weitere Attraktionen, den kleinen und den großen Himmelhund. Ich muss ehrlich sagen, mich hat dieser Ort wirklich beeindruckt, nicht nur wegen der Felsen selbst, sondern vor allem wegen der Aussicht. Schauen wir hinüber auf die andere Seite des Tschobautals, entdecken wir bereits unser nächstes Zwischenziel. Seht ihr den Turm dort drüben? Genau, dort wollen wir hin. Es handelt sich um Maisturm. Ich hatte ja bereits von der anderen Seite des Tschobautals gesprochen. Das bedeutet für uns zunächst eins: es geht ordentlich bergab. Die Talstraße bremst unseren Schwung nur ganz kurz aus. Glücklicherweise müssen wir sie lediglich überqueren und können anschließend auf dem schmalen Pfad weiter talwärts wandern. Besonders beeindruckt hat mich hier diese Eisenbahnbrücke, über die Erzgebirgsbahn die Tschobau quert. Ein wirklich imposantes Bauwerk, das sich wunderbar in die Landschaft einfügt. Auch die Tschobau begleitet uns noch ein kleines Stück, ehe wir einen angenehm zu laufenden Wiesenweg erreichen. Erneut tauchen Häuser auf und sofort stellt sich die nächste Frage. Woher stammen sie eigentlich? Warum wurden sie ausgerechnet hier, beinahe mitten im Wald errichtet? Hängen sie vielleicht mit dem größeren Anwesen auf der anderen Flussseite zusammen? Doch überqueren wir zunächst wieder die Tschobau. Angenehm zu sehen, dieses Gebäude wird langsam wiederbelebt, auch wenn heute ganz offensichtlich die Wochenendruhe und das mitten in der Woche eingekehrt ist. Interessant, gleich daneben befindet sich sogar ein kleiner Stellplatz für Camper. Doch dieses ziemlich große Gebäude ließ mir keine Ruhe. Meine Recherchen ergaben, dass sich hier seit den 50er Jahren ein Ferienhaus des Braunkohlenwerks Regis bei Leipzig befand. Interessant fand ich allerdings einen kleinen Hinweis in den Quellen. Dort ist ausdrücklich vom Erwerb und Ausbau die Rede. Und genau das macht mich neugierig. Was befand sich also vorher an dieser Stelle? Ein Gasthaus, eine kleine Pension, vielleicht sogar ein Waldheim oder ein Gut? Falls jemand von euch genaueres weiß, freue ich mich wie immer auf eure Hinweise in den Kommentaren. Doch genug spekuliert, schauen wir lieber nach vorn. Und was wartet dort bereits auf uns? Natürlich der nächste Anstieg. Zum Glück fällt er längst nicht so steil aus, wie es zunächst aussieht. Und schließlich lockt uns der vorhin vom Weiten entdeckte Maisturm. Doch zunächst heißt es noch einmal kräftig durchatmen. Im Wald stehen wir nämlich vor einer kleinen Entscheidung.
Entweder auf direkten Weg zurück nach Thermalbad Wiesenbad oder rechts hinauf auf den Wieser Bergweg. Ich persönlich würde euch letzteres empfehlen. Zugegeben, die Beine müssen noch einmal rund 300 Meter bergauf arbeiten, doch ich verspreche euch, es lohnt sich. Schon bald werden wir vom Asphalt erlöst und biegen erneut links auf einen gemütlichen Waldweg in Richtung Bastei ab. Und jetzt könnte man vielleicht einwenden, nur Wald, hier sieht man doch gar nichts. Das stimmt und irgendwie auch wieder nicht. Denn manchmal sind es gerade diese stillen Waldabschnitte, die eine Wanderung so besonders machen. Keine Straßen, kein Verkehr, nur das Rascheln der Blätter und die Geräusche der Natur. Für mich jedes Mal aufs Neue ein kleines Geschenk. Weit sind die angekündigten 300 Meter natürlich nicht. Gegenüber des Hauses führt ein schmaler Pfad hinüber zur Bastei. Nun ja, Bastei ist tatsächlich ein großer Name. Unweigerlich denkt man dabei an spektakuläre Felsformationen und weite Aussichten. Die hiesige Bastei wurde bereits 1889 angelegt und hübsch anzusehen ist sie allemal. Nur mit der Fernsicht ist das inzwischen so eine Sache. Die Bäume sind einfach höher geworden und was von Fernsicht übrig ist, seht ihr selbst. Andererseits ärgern wir uns nicht oft genug über abgeholzte Wälder. Vielleicht sollten wir uns deshalb an dieser Stelle lieber darüber freuen, dass der Wald geblieben ist. Wie denkt ihr darüber? Wenn uns die große Aussicht schon verwehrt bleibt, genießen wir bald den Anblick dieses wunderschönen Fachwerkhauses. Allein seine Lage mitten im Wald macht es zu einem echten Hingucker und Traumobjekt. Dem offiziellen Wegweiser nach verbleibt nur noch 1 Kilometer bis zum Ziel, aber zumindest ein Höhepunkt wartet noch auf uns. Machen wir uns also ein letztes Mal auf den Weg. Schon am Ortseingang begrüßt uns Mais Turm. Auch aus der Nähe strahlt er eine gewisse Ruhe und Souveränität aus. Sein Name sorgt allerdings bis heute für ein wenig Verwirrung. Einer Überlieferung zufolge soll ein Bürger namens May bereits 1799 veranlasst haben, auf dem Felsen einen kleinen Aussichtspunkt mit steinernen Turm anzulegen. Der Name Mais Ruh war geboren. Ein Jahrhundert später änderte sich der Zeitgeschmack. Bismarck-Türme entstanden vielerorts im Deutschen Reich und so wurde auch die bestehende Anlage 1899 entsprechend umgestaltet. Das Ergebnis dürfen wir glücklicherweise noch heute bewundern. Und das Beste daran, der Turm ist geöffnet. Also nichts wie hinauf. Wie gefällt euch die Aussicht? Vor uns breitet sich noch einmal das Zschopautal aus. Tief unter unseren Füßen liegt Thermalbad Wiesenbad und auf der gegenüberliegenden Seite entdecken wir noch einmal den Schokoladenfelsen. Fast so, als wollte sich unsere Wanderung ein letztes Mal selbst verabschieden. Zufrieden machen wir uns schließlich an den gemütlichen Abstieg. Auch unterwegs gibt es noch das eine oder andere zu entdecken, ehe wir bald das Gelände des Kurbades erreichen. Da die Anlage offen zugänglich ist, lohnt sich ein kleiner Spaziergang durchaus. Nehmt euch einfach die Zeit und genießt die angenehme Atmosphäre. Am Ende unserer geologisch-kulinarischen Wanderung erreichen wir schließlich den heutigen Kurpark. Kaum vorstellbar, dass sich an dieser Stelle einst eine Spinnerei befand. Leider ist dagegen keine Spinnerei, was mir hier wieder einmal passiert ist. Kennt ihr das auch? Man freut sich schon auf einen schönen Eisbecher, möchte dem Betreiber des Cafés ganz nebenbei noch etwas Umsatz bescheren und ausgerechnet heute ist geschlossen. Tja, Pech gehabt. Also direkt nach Hause? Nicht unbedingt.
Vielleicht bietet sich jetzt noch ein kleiner Abstecher ins Modellbahnland Schönfeld an. Ganz gleich, ob ihr mit dem Zug, dem Bus oder dem Auto unterwegs seid. Von hier aus ist es gut erreichbar. Falls ihr das Modellbahnland noch nicht kennt, das passende Video verlinke ich euch natürlich. Ich wünsche euch dort ebenso viel Freude wie auf dieser Wanderung. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig auf unser wunderschönes Erzgebirge.